Hallo und herzlich willkommen. Wie sicherlich die meisten von euch mitbekommen haben, wurde vor ein paar Tagen am Spawn in der Zombiehöhle ein neues Gebiet hinzugefügt mit 3 neuen NPCs, mit denen man momentan aber noch nichts machen kann. Am gleichen Tag wurde auch von Javaman ein Forum-Post verfasst, in dem eine komplette Umstellung des Reforged-Systems angekündigt wurde. Also kann man eigentlich mit ziemlich starker Sicherheit davon ausgehen, dass das nächste größere Update nicht allzu lange auf sich warten lassen sollte. Daher möchte ich euch im heutigen Video mal aufzeigen, was ich denke, wie sich das kommende Reforged-System auf die Spielweise in Hypixel Skyblock auswirken wird und wie ihr euch vielleicht ein wenig auf das kommende Update vorbereiten könnt. Doch kurz einmal zusammengefasst, was überhaupt in dem Forum-Post von Javaman stand für die Leute, die den Post noch nicht gelesen haben. Allgemein werden die Talisman Reforges schlechter gemacht, dafür werden aber die Reforges auf Waffen und Rüstungen besser. Der Combat Skill gibt pro Level nur noch die Hälfte an Crit Chance. Dafür haben die Reforges auf Waffen und Rüstungen allgemein mehr Crit Chance. Zudem soll es eine neue Raritätsstufe über Legendär geben, also dass legendäre Items nicht mehr die besten sind. Außerdem möchte man das RNG beim Talisman Reforgen aus dem Spiel nehmen und es soll möglich sein, mehrere Talismane mit einmal zu reforgen. Zudem soll es auch noch komplett neue Reforges geben, dafür wurde in dem Forum-Post eine Idee vorgestellt, dass spezielle Reforge-Items beispielsweise von Drachen droppen und diese kann man dann, wenn man das spezielle Mining-Level hat, auf die Rüstung oder das Schwert anwenden. Wem die kurze Zusammenfassung jetzt zu schnell war oder wer sich lieber die angekündigten Sachen selber genauer anschauen will, den habe ich natürlich den Forum-Post in der Videobeschreibung verlinkt. Wie man an den Änderungen sehen kann, sieht man, dass die Admins versuchen wollen, etwas von dieser 100% Crit Chance Meta wegzukommen, um auch andere Builds interessant für Hypixel Skyblock Spieler zu machen, wie beispielsweise Builds, die sich mehr auf Intelligenz, Defense oder Attack Speed konzentrieren. Besonders Attack Speed könnte interessant werden, weil Attack Speed ist ja schon länger im Spiel, dieses soll aber nun wirklich so gefixt werden, dass sich wirklich der Delay verringert, wenn man einen hohen Attack Speed hat, mit dem man einen Mob hitten kann. Ich denke mal, dass dieses Reforged-System noch vor dem Update herausgebracht wird, da in den kommenden Dungeons es wohl nicht ausreichen wird, wenn man einfach nur 100% Crit Chance und viel Damage hat. Aus diesem Grund habe ich hier mal ein paar Vorschläge für Items, welche in Kombination mit den neuen Reforges für das kommende Dungeon Update an Bedeutung gewinnen könnten. Für Leute, die mehr auf Intelligenz gehen wollen, wäre wohl ganz klar eine Wise Dragon Armor oder eine Crystal Armor zu empfehlen. Und als Waffe, welche auf Mana angewiesen ist, würde sich am meisten der Mosquito Bow anbieten. Das beste Pet wäre hier wohl das Schafspet, aber auch ein Guardian Pet könnte ganz nützlich sein, wenn man ziemlich viel Intelligenz hat. Für Leute, die dann ein mehr defense-lastiges Bild spielen wollen, wäre wohl die Perfect Rüstung auf Tier 12 die beste Wahl. Vielleicht könnte dann aber auch die Protector oder die Old Dragon Armor etwas interessanter werden, sodass sich manche Spieler vielleicht zweimal überlegen, ob sie die Rüstung einfach beim NPC verkaufen oder doch ins Auctionhaus stellen. Als Waffe für Leute, die mehr Defense spielen, wäre wohl die Reaper Scythe zu empfehlen und dann besonders in Kombination mit der Reaper Mask. Und als Pets würden sich hier wohl die Schildkröte und der Wal anbieten. Allgemein hoffe ich, dass mit dem Dungeon Update auch Items nützlicher werden, welche zwar schon länger im Spiel sind, momentan aber so gut wie von niemandem genutzt werden. Einige Beispiele dafür wären die Spirit Mask oder das Endstone Schwert, welche beide einen recht ähnlichen Effekt haben, denn sie verhindern, dass ihr sterbt, was vielleicht ganz nützlich sein könnte, wenn es in Zukunft Bosse gibt, welche in kurzer Zeit ziemlich viel Schaden verursachen. Andere eher unnütze Items lassen sich auch bei den Slayern finden, wie beispielsweise die Voodoo-Puppe oder der Edible Mace. Wobei die Voodoo-Puppe dazu dienen könnte, schnell große Gruppen von schwachen Gegnern zu eliminieren und der Edible Mace könnte während einem Bosskampf verwendet werden, um den erhaltenen Schaden während dem Bossfight zu reduzieren. Also wäre bereits hier ein Tipp von mir, dass ihr vielleicht ein bisschen spekuliert und euch die genannten Items wie das Endstone Sword oder den Edible Mace bereits jetzt holt und nicht erst, wenn sie vielleicht in Zukunft wichtiger werden könnten. Ein weiterer Tipp wäre auch, dass man sich die leicht zu bekommenden Talismane in Mehrfachausführung holt, für den Fall, dass man mal an einem Tag mehr Attack Speed spielen möchte und an einem anderen Tag möchte man mehr ein Bild spielen, was auf Intelligenz aufbaut. Und wenn man dann mehrere Sets der Talismane hat, reicht es, die einmal richtig zu reforgen und dann, wenn benötigt, auszuwechseln und so spart man sich auf Dauer die Kosten des ständigen Umreforgens. Mein nächster Tipp wäre, dass man versuchen sollte, möglichst alle Skills auf Level 25 zu bringen, denn wie man in dem Forum-Post von Javaman gesehen hat, möchte man beispielsweise auch versuchen, den Mining-Skill etwas interessanter für die Leute zu machen, also könnte ich mir in Zukunft auch vorstellen, dass andere Skills neben Combat und Foraging
in Zukunft etwas nützlicher werden könnten. Und für Leute, die versuchen wollen, mit dem kommenden Update ein paar Coins zu verdienen, wäre es wohl ratsam, ein paar Summoning Eyes zu lagern, und wenn das Reforge Update mit dem neuen Loot von den Drachen rauskommt, dann entweder die Augen teuer weiter zu verkaufen, oder man probiert selber sein Glück, um die neuen Reforge Items von den Drachen zu bekommen, um diese dann an den ersten Tagen komplett overpriced zu verkaufen. Ansonsten könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den angekündigten Reforge Update haltet, und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.